Sogenannte Citizenship by Investment Programme standen ja schon immer stark in der Kritik seitens der EU und auch seitens der USA. Hier wird immer gesagt, dass der Missbrauch groß ist, dass sich sozusagen Kriminelle hier Staatsbürgerschaften erschleichen können und diese dann nutzen, um weiter kriminell zu sein. Vor kurzem ist die Lage nun aber eskaliert, vor allen Dingen seitens der EU. Und damit wollen wir uns in diesem Video einmal beschäftigen. Wenn dich das Thema Citizenship by Investment interessiert und du dabei bist, einen Plan B zu etablieren, weil du dir nicht so sicher bist, wie sich hier die politische, die finanzielle Lage in Europa, in Deutschland in den nächsten Jahren entwickelt, dann lade ich dich ein zu unserem Plan B-Seminar in Zürich am 8. und am 9. Juli 2024. Dort befassen wir uns intensiv mit dem Thema Citizenship by Investment, gehen dort verschiedene Programme, verschiedene Länder durch, aber sprechen natürlich auch über andere Wege, an eine zweite Staatsbürgerschaft zu kommen. Sehr einfach ist es zum Beispiel ja in Argentinien und anderen südamerikanischen Ländern. Also, wenn dies ein Thema für dich ist, wenn du dabei bist, dich und dein Vermögen abzusichern, indem du einen Plan B etablierst und im Grunde genommen dein Vermögen außerhalb der EU schützen möchtest, würde ich mich freuen, dich in Zürich zu sehen. Alle Informationen zu dem Event findest du auf unserer Webseite. Den Link packe ich hier in den ersten Kommentar zu diesem Video hinein. Der wird dann auch gepinnt. Ich würde mich freuen, dich in Zürich zu treffen. Übrigens, dein Partner, Ehepartner, Geschäftspartner, Lebenspartner, was auch immer, kann kostenlos an dem Event mit dir teilnehmen. Nun aber zurück zum Thema. Wie gesagt, Citizenship by Investment Programme erlauben es eigentlich jedem, hier eine zweite Staatsbürgerschaft zu erwerben. Es gibt da ja einige interessante Länder in der Karibik, zum Beispiel Dominica, zum Beispiel St. Lucia. Und natürlich auch noch andere Länder, wo dies möglich ist. In der Regel entrichtet man eine Spende an die Regierung des Landes, zum Beispiel im Falle von St. Lucia 100.000 US-Dollar. Alternativ kann man dort eine Immobilie kaufen oder anderweitig investieren. Dann ist der Betrag normalerweise höher, sagen wir mal so um die 300.000 US-Dollar. Vorteil, du bekommst dann innerhalb weniger Monate einen solchen Zweitpass, eine vollwertige Staatsbürgerschaft. Bei den karibischen Staatsbürgerschaften, die wir gerade genannt haben, da gibt es ja noch so ein paar andere Inseln, kannst du dann tatsächlich nicht nur auf der Insel leben, wo du die Staatsbürgerschaft erworben hast. Zum Beispiel ist ja St. Lucia nicht besonders steuerfreundlich, sondern auf etlichen anderen Inseln auch noch, zum Beispiel St. Kitts und Nevis, 0% Steuer. Und es wird sogar noch erweitert, denn auch auf den CARICOM-Inseln, das sind bis zu 15 Länder inklusive den Bahamas, soll man in Zukunft mit einer solchen Staatsbürgerschaft leben und arbeiten können. Warum würde man eine solche Staatsbürgerschaft erwerben wollen? Nun, es ist ja völlig klar, du musst ja nur schauen, was in der EU gerade passiert. Vielleicht kommt irgendwann noch die Besteuerung per Staatsbürgerschaft oder sie wollen dich als Reservisten einziehen, um an der Front in Russland zu kämpfen. Wer weiß, was da noch alles kommt. Es kann also nur dein Vorteil sein, eine zweite Staatsbürgerschaft zu erwerben und vor allem in einem Land zu erwerben, was nicht sehr mächtig ist. Ja? Also kleine Länder sind schön, sind attraktiv, sind nicht sehr mächtig. Die werden niemals zum Beispiel ihre Währung gegen dich verwenden können. Die werden hier niemals Sanktionen gegen dich ergreifen können oder anderweitig dich verfolgen. Dort sind die politischen Prioritäten tatsächlich hier noch ganz lokal ausgerichtet, zum Beispiel der Bau neuer Straßen, die Schaffung neuer Infrastruktur. Das ist bei den Politikern so das hauptsächliche Interesse. Damit beschäftigen sich jeden Tag, nicht irgendwie eine Agenda, wo sie hier versuchen, die Welt zu beherrschen oder hier ein bestimmtes politisches System oder eine bestimmte politische Überzeugung jedem aufzuoktroyieren. Daher also für jeden, der sich mit einem Plan B auseinandersetzt, sind solche Staatsbürgerschaften sehr attraktiv. Stell dir nun mal vor, es kommt tatsächlich zu einer wirklichen Krise oder auch nur zu einer Situation, wie wir sie ja alle während der Corona-Krise erlebt haben. Also
man kommt nicht mehr weg, man darf nicht mehr raus und so weiter und so fort. Wenn du Staatsbürger eines anderen Landes bist, dann darfst du nicht nur Deutschland verlassen, sondern kannst eben dann auch hier schön in der Karibik zum Beispiel überwintern. Ich hatte ja gerade gesagt, du kannst hier zwischen verschiedenen Inseln wählen und dich dort dann möglicherweise relativ frei bewegen, was du ja sonst nicht kannst. Kein Wunder also, dass die EU so gegen diese Pässe ist und auch schon immer gegen diese Pässe und Staatsbürgerschaften war. Wir kennen ja die Situation in Europa, nicht nur in EU-Mitgliedstaaten, sondern auch in solchen Staaten, die sich um eine Mitgliedschaft in der EU bewerben. Da gibt es zahlreiche Beispiele, wo solche Citizenship by Investment Programme, die sehr erfolgreich waren, wieder eingestellt werden mussten, teilweise eben auf Druck der EU. Denken wir zum Beispiel an Zypern, an Montenegro, an Moldawien, an Bulgarien. Sie alle hatten Citizenship by Investment Programme und wurden stark unter Druck gesetzt seitens der EU. Malta hat heute immer noch ein Programm und wird auch laufend hier stark unter Druck gesetzt, letztlich dieses Programm zu beenden. Und es werden immer vor allen Dingen die negativen Beispiele herausgestrichen, wo jetzt also jemand, den man so als unerwünscht bezeichnen würde, vielleicht eine solche Staatsbürgerschaft bekommen hat. Das wird dann so als repräsentatives Beispiel jeweils dafür zitiert. Die tausenden anderen, die ein ehrliches Leben führen, die Steuern bezahlen in der EU, die lässt man gerne unter den Tisch fallen. Woran liegt das nun? Warum nur diese kritische Einstellung? Nun, wie gesagt, die offizielle Redart ist ja, dass man mit diesen Citizenship by Investment Programmen alle möglichen Schurken anzieht. Und tatsächlich, man muss ehrlich sein, da gab es tatsächlich Missbrauch. Also im Falle von Zypern zum Beispiel gab es ja hier eine große Recherche seitens Al Jazeera und man hatte aufgedeckt, dass hier doch solche Staatsbürgerschaften dann verkauft wurden. Ja, also hier war das Thema Korruption. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Dominica oder eben den anderen Karibikstaaten, wird vielfach vorgeworfen, dass die Background-Checks nicht richtig durchgeführt werden. Dass also Personen hier einen Pass erhalten, die ihn nie bekommen sollten. Hier gibt es zum Beispiel eine Webseite, die ich jetzt mal kurz zeigen will. So, diese Webseite ist vom Organized Crime and Corruption Reporting Project. Hier der Titel der Seite The New Dominicans. Hier geht es also um eine Reihe von Personen, die solche Pässe, in diesem Fall von Dominica, erhalten haben und die entweder kriminell sind und tatsächlich hier auch gesucht werden von Interpol oder ähnlichen Behörden oder aber einfach nur anderweitig verdächtig sind, weil sie zum Beispiel hier Mitglieder einer politischen Klasse sind und aus bestimmten Ländern kommen, die hier irgendwo nicht als besonders vertrauenswürdig angesehen werden. Nun, wie ich es ja gerade eben schon gesagt habe, sicherlich gibt es dort Missbrauch. Sicherlich muss man dagegen was tun. Sicherlich muss man versuchen, diesen einzudämmen oder sogar zu eliminieren. Aber ich denke, man kann im Großen und Ganzen sagen, dass von den Tausenden, die solche Pässe erhalten haben, solche Staatsbürgerschaften bekommen haben, die meisten ehrliche Bürger sind. Warum ist also die EU so dagegen? Warum schlägt sie so großen Alarm? Die EU spricht da alle möglichen Drohungen aus. Sie sagt zum Beispiel, dass man die visafreie Einreise für solche Pässe, was ja ein großes Plus ist, du kannst eben mit einem solchen Pass von Dominica, von San Lucia einreisen in die EU, ohne ein Visum dann zu benötigen. Das ist ein Vorteil. Und man will also diese Privilegien hier letztlich stornieren und die visafreie Einreise unterbinden. Das ist eine Drohung der EU. Warum diese extreme Reaktion? Warum ist man so gegen diese Citizenship by Investment Programme? Nun, ich denke persönlich, es hat damit was zu tun, dass es die EU natürlich überhaupt nicht mag, dass man sich hier als EU-Bürger so ganz einfach aus der Affäre ziehen kann. Ja? Denn in der EU, meiner Meinung nach, wird ja im Hintergrund schon seit langem geplant, EU-Vermögensteuer einzuführen, vermutlich, und dann auch noch Besteuerung nach Staatsbürgerschaft irgendwann oben drauf zu setzen. Und da ist natürlich extrem schädlich, wenn man sich als wohlhabender EU-Bürger über eine solche zweite Staatsbürgerschaft von seinen Steuerpflichten in der EU entledigen kann. Und ich hatte es vorhin schon angesprochen, wer weiß, was da sonst noch kommt. Ja? Also man spricht ja jetzt schon davon,
dass hier letztlich alle wehrfähigen Personen in Deutschland hier registriert werden sollen, geprüft werden sollen, einem Gesundheitscheck unterzogen werden sollen, wenigstens seitens mehrerer Verbände, noch nicht so sehr von der Politik, aber immerhin. Damit ist natürlich völlig klar, es geht meiner Meinung nach um Kontrollverlust. Ja, das ist der wirkliche Grund, warum die EU so gegen diese Programme ankämpft. Das Ganze ist jetzt so eskaliert, dass die EU die Karibikstaaten verpflichtet hat, die Gebühren für diese Pässe zu verdoppeln. Also ab Juli 2024 zahlt man die doppelte Gebühr. Hat man bisher $150.000 zahlen müssen, zahlt man nun $300.000 für diese Pässe. Nur unter der Auflage, dass die Gebühren so erhöht wurden, hat man sich seitens der EU bereit erklärt, hier die Reiseprivilegien, die visumsfreie Einreise in den Schengen-Raum weiter hier aufrecht zu erhalten. Wer weiß, wie lange noch. Ja, das kann sich ja jederzeit ändern. Ich meine, in einem Jahr kann ja wiederum die EU sagen, jetzt wollen wir, dass ihr die Gebühren wieder verdoppelt. Wer weiß. Für mich ist damit ganz klar, hier soll es also nicht darum gehen, mögliche Antragsteller aus Iran oder Irak oder sonst was hier abzuschrecken. Denn diese und auch Russen übrigens können sowieso nicht mehr diese Pässe beantragen. Das hat man schon vor einiger Zeit abgestellt. Sondern hier geht es ganz klar darum, Europäer dazu zu bewegen, hier keinen Antrag mehr zu stellen, es letztlich unattraktiv zu machen. Natürlich mal ebenso den Preis für eine Staatsbürgerschaft zu verdoppeln, wird für viele diese Staatsbürgerschaft natürlich unerreichbar machen. Andere haben nach wie vor die nötigen finanziellen Mittel, können jetzt trotzdem immer noch investieren und lassen sich dadurch auch nicht abschrecken. Aber generell ist diese Bully-Haltung der EU meiner Meinung nach auf jeden Fall ein großes Problem. Daher würde ich dir raten, wenn du Interesse hast an seinem solchen Pass, kümmere dich so schnell wie möglich darum, am besten noch, solange es noch geht, muss man sagen, und idealerweise natürlich, bevor die Preise nach oben gehen. Wir können dich sehr gerne natürlich dabei unterstützen. Nimm einfach mit uns Kontakt auf. Alle Kontaktdetails sind ja hier in den Kommentaren zu diesem Video und natürlich auch auf unseren Webseiten. Aufgrund dieser volatilen Situation ist es natürlich deswegen auch immer ratsam, dass man möglicherweise mehrere Staatsbürgerschaften erwirbt. Man kann ja die eine oder andere über ein Citizenship by Investment Programm bekommen, aber kann dann auch noch zum Beispiel in anderen südamerikanischen Staaten wie Argentinien eine Staatsbürgerschaft anderweitig bekommen. Solange muss man übrigens gar nicht dort leben und auch die Anwesenheit wird jetzt gar nicht so streng dort kontrolliert. Also wenn du sowieso schon im Ausland lebst und vielleicht sagen kannst, okay, ich kann mir da einen Wohnsitz zum Beispiel in Argentinien einrichten, oder wenn du eine Freundin oder eine Frau hast und die ist gerade schwanger oder ihr plant schwanger zu werden, dann ist natürlich die Geburt eines Kindes in einem solchen Land der einfachste Weg für das Kind, die Staatsbürgerschaft zu bekommen und möglicherweise auch für die Eltern. Wir haben dazu ein separates Video gemacht zum Thema südamerikanische Staatsbürgerschaften ohne Investment. Denn wie gesagt, hier geht es nicht um Citizenship by Investment, sondern eben durch Aufenthalt oder durch sogenannte Naturalization, zum Beispiel auch durch Heirat oder eben die Geburt eines Kindes. Meine Nachricht an dich: Lass dich hier durch die EU nicht verunsichern und lass dich hier nicht von deinen Plänen abbringen. Wie gesagt, wir sind es gewöhnt, dass solche Citizenship by Investment Programme eine gewisse Halbwertzeit haben. Dann wird der Druck eben doch zu groß. Viele Länder beenden es dann. Das heißt, man soll sich das Ganze, wenn man kann, so schnell sichern, wie es geht. Das ist meine Message an dich. Und man muss dann eben im Grunde genommen flexibel bleiben und sich Alternativen überlegen, falls es nicht mehr geht. Wenn das Thema Citizenship by Investment, generell zweite Staatsbürgerschaft, Umzug ins Ausland, Steueroptimierung im Ausland auch für dich ein Thema ist, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung des Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich geografisch zu diversifizieren, die Steuerlast zu optimieren und ihr Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unseren Mandanten zählen zu können.
Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.